Hallo zusammen. Das Jahr ist nun fast zu Ende, die perfekte Zeit für Jahresrückblicke. Aber das hier wird kein klassischer Jahresrückblick. Das Jahr 2025 war schwierig für mich, aber auch sehr wichtig. Ich möchte auch gar nicht aufzählen, was in diesem Jahr toll war und was schlecht war. Nein, ich möchte einfach reflektieren und schauen, was dieses Jahr an Erfahrungen für mich bereithielt. Wie ist dieser Kanal überhaupt entstanden? Welche Rolle hat hier bei YouTube und das Tabletop-Hobby für mich gespielt? Ohne Drama, ohne Mitleid, ohne großes Tara, aber persönlich und ehrlich. Willkommen in meiner Hobby-Ecke. Hier ist der Fez, kein Profi, kein Experte, aber seit fast 30 Jahren mit Freude im Hobby. Perfektionist und Chaot in einem. Let's Fez! Das Jahr 2025 hat für mich nicht langsam begonnen, sondern mit vielen Veränderungen. Direkt zum Jahresstart geriet einiges ins Wanken. Gesundheitlich und beruflich. Dinge, die sich jahrelang stabil anfühlten, waren es plötzlich nicht mehr. Vieles, das ich jahrelang, wenn nicht sogar jahrzehntelang aufgebaut habe, begann zu bröckeln. Für mein eigenes Empfinden stand ich fest und stabil im Leben. Umso schmerzhafter war der Fall. Ich war müde, unsicher und innerlich ziemlich zermürbt. Doch ganz wichtig, das ist keine Rechtfertigung, keine Suche nach Mitleid, sondern einfach ein Teil, der zu diesem Jahr dazugehört. Und zur Origin Story dieses Kanals. Denn genau in dieser unsicheren und schmerzenden Phase habe ich etwas getan, womit ich selbst niemals gerechnet hätte. Ich bin über meinen eigenen Schatten gesprungen und habe mein erstes YouTube-Video veröffentlicht. Aus Interesse. Wie ist das so? Aus Neugier, mal etwas komplett Neues zu testen. Und als Versuch. Auch, um mich meinen Ängsten zu stellen. Die Angst davor, bewertet zu werden, nicht ernst genommen zu werden, belächelt zu werden, unfair kritisiert zu werden. Und der Frage, bin ich überhaupt gut genug für YouTube? Trotzdem habe ich diesen Schritt gewagt. Das war für mich alles andere als leicht. Als ich Ende Mai diesen Jahres auf Veröffentlichen geklickt habe, habe ich mich nicht besonders mutig gefühlt. Aber es fühlte sich richtiger an, als gar nichts zu tun. Und dann ist etwas passiert, womit ich gar nicht gerechnet habe. Nicht alles, aber vieles von dem, wovor ich Angst hatte, ist so gar nicht eingetreten. Ich habe keine Welle der Kritik erfahren, keine Abwertung, kein Dauerfeuer. Stattdessen habe ich etwas ganz anderes erfahren dürfen, was mir sehr viel bedeutet hat in diesem Jahr. Neugierige Menschen, hilfsbereite Menschen, positive Menschen, ein respektvoller Austausch. Das war für mich ganz, ganz toll. Im großen, weiten Internet gibt es tatsächlich noch normale Menschen. Mit ähnlichen Interessen, mit ehrlich gemeinten Ratschlägen und einer positiven Energie. Dafür möchte ich Danke sagen. An alle, die meine Reise auf YouTube vielleicht schon länger begleiten oder jetzt neu dazugestoßen sind. Danke an euch alle. Danke für eure Unterstützung, für eure Erfahrungen, euer Feedback und eure Tipps. Diese Erfahrung in diesem Jahr machen zu dürfen, hat mir sehr viel zurückgegeben. Es hat mir Sicherheit gegeben und ehrlich gesagt auch neuen Mut gemacht. Und genau dadurch habe ich mein Hobby noch einmal ganz anders wahrgenommen. Für mich wurde in diesem Jahr etwas klar. Etwas, das ich zwar irgendwie schon spürte, aber erst jetzt wirklich in Worte fassen kann. Hobby bedeutet für mich Selbstbestimmung. Hobby bedeutet Freiheit. Im Hobby muss man auch nicht perfekt sein. Im Hobby muss man nicht gut sein. Im Hobby muss man gar nichts. Und genau das möchte ich auch auf meinem Kanal und in meinen Videos transportieren. Denn leider habe ich im Laufe der Jahre immer wieder erlebt, dass genau das in Frage gestellt wird. Sätze wie, such dir doch ein richtiges männliches Hobby. Oder, das ist doch irgendwie kindisch, mach doch lieber Sport. Oder auch diese unterschwellige Botschaft,
dass man erst etwas Bestimmtes leisten muss, beweisen oder beherrschen muss, bevor man überhaupt Spaß daran haben darf. Du musst den Motor deines Autos erstmal auseinanderbauen und wieder zusammenbauen, bevor du überhaupt Spaß am Autofahren haben darfst. Dieses Denken nimmt dem Hobby genau das, was es eigentlich ausmacht. Für mich persönlich war es immer wichtig, mir diese Freiheit zu bewahren. Auch wenn mich solche Stimmen auch zeitweise verunsichert haben. Da bin ich ehrlich. Gerade durch YouTube ist mir nochmal sehr bewusst geworden, wie wichtig es ist, sich diese Selbstbestimmung nicht nehmen zu lassen. Denn im Hobby gibt es nicht diesen einen richtigen Weg. Und das ist auch verdammt gut so. Der überwiegende Teil der Menschen, denen ich durch YouTube begegnet bin, war offen, respektvoll und positiv. Und dafür bin ich sehr dankbar. Neben all dem Positiven gibt es eben aber auch einen winzigen, kleinen Anteil, der noch einmal auf eine ganz besondere Art besonders negativ auffällt. Es gibt Menschen, die greifen andere im Internet persönlich an. Nicht wegen Inhalten, nicht wegen Meinung, sondern wegen Persönlichkeit, wegen Dialekt, wegen Aussehen, wegen Aussprache oder Wortwahl. Und darauf möchte ich jetzt auch gar nicht so lange eingehen. Aber auch diese Erfahrung gehörte für mich in diesem Jahr dazu. Es war ein verschwindend geringer Anteil, wirklich unter 1%. Und trotzdem hat mich das zum einen sehr erschreckt und zum anderen auch sehr beschäftigt. Nicht, weil es mich persönlich verletzt hätte, sondern weil es meiner moralischen Grundvorstellung eines respektvollen Umgangs miteinander komplett widerspricht. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Niemand, wirklich niemand, hat das Recht, die Persönlichkeit oder Individualität eines anderen Menschen anzugreifen. Niemand. Muss ich alles gut finden? Nein. Muss ich mit jedem befreundet sein? Nein. Muss ich mit jedem die gleiche Meinung teilen? Nein. Aber Kritik an Inhalten ist etwas komplett anderes als Kritik an der menschlichen Persönlichkeit. Für mich persönlich ist eines 100% klar. Ich werde mich niemals für meinen Dialekt, meine Aussprache, mein Auftreten oder meine Persönlichkeit rechtfertigen oder entschuldigen. Und das sollte niemand müssen. Mein größter Anker im Leben ist natürlich meine Familie, meine Frau und meine Kinder. Daran gibt es auch überhaupt keinen Zweifel. Aber auch dieses Hobby, das mich nun seit fast 30 Jahren begleitet, ist ein fester Anker in meinem Leben. In all dieser Zeit war es immer wieder ein Fels in der Brandung. Für mich heißt das Hobby oft einfach Warhammer, denn damit hat alles angefangen. Lange Zeit war es sogar ausschließlich Warhammer. Eigentlich meine ich damit aber das Tabletop-Hobby insgesamt. Aber Warhammer war der Einstieg und irgendwie immer der Kern. Sammeln, bauen, basteln, malen, spielen. Dieses Hobby war für mich nie eine Flucht. Es war nie ein Weg, von irgendwas wegzulaufen, sondern ein Ort, an dem ich runterkommen konnte. Ein Ort zum Erden, zum Abschalten, zum Kreativsein. Und ganz oft auch einfach zum mal tief durchatmen. Egal, ob es stressige Phasen waren, Umbrüche oder Zeiten, in denen vieles unsicher war. Dieses Hobby war da. Mal mit dem Kopf einfach was anderes machen. Im kreativen Flow driften, Neues lernen, Erfahrungen sammeln, wie man den eigenen Perfektionismus mit dem eigenen chaotischen Wesen kombinieren kann. Einfach machen, Spaß haben und genießen. Genau deshalb ist dieses Hobby für mich bis heute so wertvoll geblieben. Man sagt mir ja nach, dass ich Zahlen, Fakten und Statistiken mag. Vielleicht ist da auch was Wahres dran. Auf jeden Fall habe ich diverse Excel-Listen und Detailed Files für alles Mögliche im Hobby. I have detailed files. I want to know everything. Das ist vielleicht der perfektionistische Teil, der versucht, etwas Ordnung in das kreative Chaos meines Hirns zu bringen. In dieser Liste konnte ich rauslesen, dass ich in diesem Jahr 197 Modelle fertiggestellt habe. Also wirklich fertig. Nicht so bei 80-90%, sondern komplett fertig. Im Vergleich dazu, im Jahr 2024 waren es 284 Modelle.
Und vom Gefühl her dachte ich echt, dass ich in diesem Jahr mehr Miniaturen gemalt hätte. Aber es waren fast 100 weniger. Krass. Aber vermutlich liegt es auch daran, dass ich mich mit einigen Miniaturen, vor allem die Miniaturen, die dann auch in den Videos gelandet sind, wesentlich mehr auseinandergesetzt habe, beziehungsweise mehr Zeit mit ihnen verbracht habe. Auch beim Schnitt der Videos etc. Also vom Gefühl her mehr Miniaturen fertiggestellt, faktisch aber viel weniger. Neu hinzugekommen sind auf jeden Fall 498 Modelle. Es gab aber auch in diesem Jahr ein paar echt geile Armeeboxen, die ich unbedingt haben musste. Space Wolves, Emperor's Children, die Hellschmiede des Hashut. Und natürlich liefen ja auch meine Hachette-Abos. Alles in allem sind aktuell 29% meiner Modelle bemalt. Da ist also noch Luft nach oben. Da ich meine Inventarliste aber auch noch nicht seit 30 Jahren führe, fehlt da aber auch noch einiges an bemalten und unbemalten Miniaturen. Also alle Angaben ohne Gewähr. Ich werde mir dann nun aber auch nicht, wie es in Jahresrückblicken oft typisch ist, keine Vorsätze fassen nach dem Motto, im nächsten Jahr will ich 50% fertig gemalt haben. Oder ich kaufe mir ein ganzes Jahr keine neuen Miniaturen. Nee, dazu bin ich überhaupt nicht der Typ. Ich brauche im Hobby keinen Druck, sondern Freiheit. Und auch der Kanal selbst ist ein Teil der Zahlen. Knapp über 100 Videos. Davon ungefähr die Hälfte im Langformat und die andere Hälfte sind Shorts. Unter anderem mit meiner berühmt-berüchtigten WTF-Serie. Mein Kanal hat in 7 Monaten ca. 630 Abos erreicht. Und das ist für mich schon unglaublich beeindruckend. Denn ich habe niemals damit gerechnet, dass ich mal mehr als 10 Zuschauer haben werde. Ihr habt mir in diesen 7 Monaten 675 Kommentare hinterlassen. Mit Tipps, mit Ratschlägen, mit Feedback, mit Lob und Anerkennung. Vielen Dank dafür. Über alle Videos hinweg waren das im Jahr 2025 1752 Likes. Richtig cool. Diese Zahlen nehme ich auch nicht als Messlatte, sondern als Zeichen, dass da draußen echte Menschen sitzen, die zuschauen, zuhören und mit mir gemeinsam durchs Hobby reisen. Das war das vergangene Jahr. Doch was kommt in 2026? Ich bin überhaupt kein Fan von Vorsätzen fürs neue Jahr. War ich noch nie. Wenn mir was in den Sinn kommt und es sich richtig anfühlt, mache ich es einfach. So wie ich im Februar 2025 nach einem Gespräch beim Abendessen mit Theodor einfach von heute auf morgen mit dem Rauchen aufgehört habe. Kein Vorsatz, kein Plan, einfach gemacht. Da bin ich Theodor immer noch dankbar dafür. Er war in unserem Gespräch da einfach der maßgebliche Anreiz dafür. Deswegen gibt's auch keine Vorsätze fürs Hobby oder diesen Kanal. Kein, ich male nächstes Jahr doppelt so viele Miniaturen. Kein, es gibt jetzt noch mehr Videos auf diesem Kanal. Kein höher, besser, schneller, weiter, toller, tralala. Nee, denn ich weiß ja selbst nicht, was das neue Jahr und das kreative Chaos für mich bereithält. Eines ist jedoch sicher. Ich werde mir weiterhin meinen Spaß und meine Freiheit im Hobby beibehalten. Und ich werde höchstwahrscheinlich auch meine Hobbyzeit mit euch bei YouTube teilen. Wie bisher? Oder ganz anders? Wer weiß das schon? Kreatives Chaos lässt sich nicht planen. Und das fühlt sich mega gut an. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen guten und spaßigen Rutsch ins neue Jahr 2026. Egal ob mit Vorsätzen oder ohne. Bleibt gesund und munter wie der Mops im Haferstroh. Auch im Jahr 2026 und darüber hinaus. Danke euch allen fürs Zuschauen und dranbleiben. Lasst mir gerne ein Like da und schreibt mir in den Kommentaren. In diesem Sinne vermutlich bis zum nächsten Mal.